Gerechtigkeit führt zum Leben, aber dem Bösen nachjagen führt zum Tode. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus dem Sprüchebuch Kapitel 11, Vers 19. Zum Einstieg der Hinweis, bei den Sprüchen haben wir es mit Weisheitsliteratur zu tun, mit Weisheitslehre. Da geht es nicht um eherne Gesetze, da geht es auch nicht um geistliche Verheißungen in erster Linie, sondern zunächst mal um Erfahrungswerte, die in der Regel stimmen. Nicht in jedem Einzelfall, das ist nicht einklagbar. Aber generell sagt der Weisheitslehrer, wenn du der Gerechtigkeit nachstrebst, wenn du gerecht lebst, wenn du dich nach Gerechtigkeit ausstreckst, dann ist das ein Lebensstil, der zum Leben dient und der zum Leben führt. Das wird sich positiv auswirken auf deine Beziehung. Ob das in deiner Familie ist, ob das in Geschäftsbeziehungen ist. Wenn Leute wissen, sie können sich auf dich verlassen. Wenn Leute wissen, ja, bei dir sind sie sicher sozusagen. Es gibt natürlich die Erfahrung von Pushback, dass wenn du für die Gerechtigkeit eintrittst, das sind manchmal die Leute, die als erstes über die Klinge springen oder an den Rand gedrängt werden von denen, die das eben nicht wollen. Das weiß auch die Bibel, das weiß auch Salomo, aber hier geht es um das Grundprinzip. Ja, der Weg, Gerechtigkeit zu suchen, ist am Ende der Weg des Segens, der Weg des Lebens, dem Bösen nachjagen. Vielleicht den schnellen Vorteil suchen, vielleicht jede Ecke abkürzen. Das bringt kurzfristig Vorteile. Und Zyniker werden sagen, ja, das ist der einzige Weg überhaupt, aber es ist ein Weg, der zum Tode führt. Und wenn es der innere Tod ist, ja, weil du deine Seele irgendwo verloren hast auf dem Weg, oder ja, das ist, dass du in immer größere Schwierigkeiten gerätst. Es ist ein Weg, der zum Leben führt, der Gerechtigkeit zu folgen, weil Gott, der dieses Leben erschaffen hat, der diese Welt erschaffen hat, ein Gott ist, der Gerechtigkeit liebt. Und er ordnet diese Welt so. Und deshalb die Einladung des Weisheitslehrers, sich auf diesen Weg der Gerechtigkeit zu begeben und von Jesus Christus her, das ist hier jetzt noch nicht mitgedacht, das ist nicht in der Perspektive vom Sprüchebuch, aber von Christus her gilt diese Aussage natürlich noch tiefer. Jesus sagt, selig sind die, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, um meines Namens willen. Und selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn, Klammer auf, selbst wenn sie in dieser Welt den Kürzeren ziehen, verlacht werden, an den Rand gedrängt werden, Klammer zu, sie werden gesättigt werden. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er freut sich über die Gerechtigkeit suchen in ihrem eigenen Leben, in der Art, wie sie mit Beziehungen umgehen, wie sie mit der Wahrheit umgehen, wie sie mit Geld umgehen, aber auch in der Gesellschaft. Ja, ist dir das egal, ob Gerechtigkeit herrscht, solange du deinen Vorteil hast? Oder ist es dein Anliegen, dich auch für Menschen einzusetzen, die noch keine Gerechtigkeit bekommen? Wenn du das tust, hast du Gott auf deiner Seite, weil es sein Herzensanliegen ist. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und deshalb kann man sagen, Gerechtigkeit führt zum Leben, aber dem Bösen nachjagen führt zum Tode. Herr, ich danke dir, dass du die Gerechtigkeit willst. Ich danke dir, dass du selbst Gebote gibst, die der Gerechtigkeit dienen, die besonders den Schwachen sehen, besonders den Benachteiligten sehen, besonders den sehen, der sich nicht selber helfen kann. Und du stehst ihnen zur Seite und du rufst dir Menschen, die ihnen auch zur Seite stehen. Herr, ich will in diesen Wegen der Gerechtigkeit gehen. Ich will dir glauben, dass es Wege sind, die zum Leben führen. Amen.